Herzlich willkommen zur Buchmesse im Kloster, hier aus der Abtei Münster-Schwarzach, die mittlerweile 3. Online-Buchmesse. Vor 2 Jahren saßen Zacharias und ich in Frankfurt auf dem roten Sofa und haben den ersten Band der Reihe Der kleine Mönch vorgestellt, Der kleine Mönch und die Sache mit der Stille. Zwischenzeitlich hat Bruder Ansgar den 2. Teil geschrieben und heute, ganz frisch, halte ich den 3. Teil in der Hand. Der kleine Mönch räumt auf. Ja, dieses Buch wollen wir heute mit 4 Fragen, die 4 vom Vier-Türme-Verlag vorstellen. Ich hoffe, ich schaffe es, mich auf 4 Fragen zu beschränken. Zumindest hier auf meinem Zettel stehen 4 Fragen, aber ich glaube, eine ist mal außer Konkurrenz erlaubt. Zacharias, bist du eher Team Ordnung oder Team Chaos? Oh, ich glaube, ich bin immer so ein bisschen dazwischen, weil ich immer Ordnung ins Chaos bringen will und mal gelingt es mir, mal gelingt es mir nicht. Also von daher eher, glaube ich, Chaos, aber mit einer Sehnsucht nach Ordnung. Das sehe ich ja schon fast parallel zum kleinen Mönch zum Buch. Wie das wohl kommt. Wie das wohl kommt. Ja, aber Aufräumen klingt auf den ersten Blick eigentlich gar nicht nach was Mönche irgendwie beschäftigt. So den monastischen Lebensstil. Wie kommt es denn, dass gerade der kleine Mönch sich beim Aufräumen mit diesem Thema beschäftigt? Der kleine Mönch stammt ja aus der Feder von Matthias Gahr. Wie kam die Idee dazu? Die Idee kam, wie gesagt, vom Verlag, von Matthias Gahr her, von der Frau Fritsch her. Und ich glaube, es gab damals, als wir angefangen haben, diesen Band, diese Geschichte zu entwickeln, gab es so einen Aufräum-Hype in Deutschland. Da gab es die Marie Kondo, die viele Aufräumbücher geschrieben hat, damals so in war und viele sich damit beschäftigt haben. Und da kam einfach die Idee, dass wir das einfach mal aus monastischer Perspektive beleuchten, das Thema. Du ziehst ja an ganz vielen Stellen im Buch Parallelen zu deiner Pilgerreise. Zacharias ist vor seinem Klostereintritt nach Santiago de Compostela gepilgert und gerade so beim Thema Anfangen und den ersten Schritt machen, machst du da ganz, ganz eindrückliche Beschreibungen von deiner Pilgerreise. Kannst du es für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier draußen nochmal erklären? Ja, meinen Pilgerweg bin ich gegangen in einer Krisensituation, in einer Situation, wo ich viele Fragen hatte und einfach die Hoffnung hatte, dass sich auf dem Weg vieles klärt in mir durch das Gehen. Und das hat ja was mit Ordnung zu tun, weil ich mich erstmal total beschränke. Also ich ordne mich, ich packe einen kleinen Rucksack, wo nicht mehr als 10 Kilo drin sind. Ich bin den ganzen Weg, den ganzen Tag in der Natur unterwegs. Ich gebe meinem Tag eine Ordnung. Und dann im Gehen sortiert sich ganz viel in der Seele, innerlich kommt da einfach eine neue Ordnung ins Leben hinein. Und ich hatte am Ende des Weges nicht alle Antworten, aber ich war einfach mehr bei mir angekommen und innerlich einfach aufgeräumter. Ich mache mal eine kleine Unterfrage, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich die 4 Fragen damit ziemlich sicher überschreite. Du sprichst ja auch da vom Anfangen und von den ersten Schritten, von einer Etappe, die ja schier endlos erscheint. Wie viele Kilometer bist du gelaufen und wie war das für dich, am Anfang diese Vorstellung, so viele Kilometer laufen und zurücklegen zu müssen? Das war ja eine Strecke von ungefähr 1800 Kilometern, die ich gelaufen bin, von Thésée in Frankreich, in Burgund, bis nach Santiago. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich mir jetzt vor Augen hatte, ich muss 18 Kilometer bewältigen, dann fange ich jetzt gar nicht an. Sondern immer der Gedanke, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und für heute gehe ich diese 25 Kilometer. Das war so das Maß, was für mich machbar erschien jeden Tag. Und heute gehe ich hier los und werde am Abend da ankommen, aber mehr nicht und nur dieser eine Tag. Und morgen sieht man wieder weiter. Und genauso ist es dann beim Aufräumen, oder? Genauso ist es beim Aufräumen. Auch da muss man irgendwann anfangen, den ersten Schritt tun. Und dann aber, ich glaube, auch sich Etappen vornehmen, wo ich den Eindruck habe, das ist das, was ich jetzt heute oder am Wochenende bewältigen kann, machen kann. Also ich glaube nicht direkt, jetzt räume ich mein ganzes Haus auf von oben bis unten, jetzt habe ich Urlaub, jetzt habe ich Zeit. Ich glaube, da muss man auch einen realistischen Blick haben, was schaffe ich denn, was ist mein Rhythmus, was ist mein Maß, was ich gut bewältigen kann. Ein Punkt im Buch ist auch so die Liebe Gottes. Und wir Christen sagen ja, Gott akzeptiert uns so, wie wir sind und er liebt uns so, wie wir sind und auch mit unseren Ecken und Kanten und Macken. Warum soll ich denn dann überhaupt aufräumen? Wenn ich so per se ein unordentlicher Mensch bin, dann liebt mich der liebe Gott doch so, wie ich bin. Ganz provokativ. Sagt das ja auch der kleine Mönch so. Sagt auch der kleine Mönch.
Und ich glaube, dass es auch so ist, dass mich der liebe Gott so nimmt, wie ich bin, mit meinen Macken, mit meinen Schwächen. Aber ich glaube, dass Ordnung was damit zu tun hat, dass es mir eigentlich einfach gut tut. Also wenn ich in einem klaren, aufgeräumten Raum bin, dann atme ich anders, dann bin ich freier auch, oder weiter auch in meiner Seele, als wenn ich in einem Chaos bin oder in einem engen Raum, wo viel drin steht. Also ich glaube, es geht darum, dass es was mit mir macht, dass es mir gut tut. Und ich glaube, dass Gott uns ja auch immer wieder herausfordert, dass wir unser Potenzial entfalten. Also dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern ich entfalte mich, ich decke die Möglichkeiten, die ich habe, das, was Gott in mir angelegt hat, und das einfach auszuschöpfen. Also dieses Gott liebt mich so, wie ich bin, darf nicht die Ausrede dafür sein, dass ich mich nicht verändere oder Schritte gehe auf meinem Weg, der mich vielleicht zu mehr Lebendigkeit und zu mehr Leben führt. Der kleine Mönch hat da auch beim Stundengebet eine Erfahrung, indem er die Psalmen singt und da ein Psalm einprägsam ist: Gott, du bist der die Ordnung gemacht hat. Das beschäftigt ihn, das bleibt ihm hängen, weil er sich ja gerade mit seiner eigenen Unordnung beschäftigt. Und dann denkt er, ist vielleicht doch nicht so ganz einverstanden, der liebe Gott, mit meiner Unordnung, wie sie jetzt ist. Und fängt dann nachzudenken und setzt dann ja auch Schritte zum Aufräumen hin, dass er merkt, hey, da bin ich vielleicht vor was weggelaufen oder vor der Schwierigkeit, die ersten Anläufe zu nehmen. Oder ich habe mir Ausreden gesucht, um nicht aufzuräumen. Er hat ja am Anfang die Sehnsucht. Er sagt ja, ich will jetzt aufräumen, ich will Ordnung schaffen, so kann das nicht weitergehen. Also über alles stolper, was in seinem Zimmer rumliegt. Also dann zu schauen, wo sind denn meine Fallen oder wo sind meine Ausflüchte, dass ich alles so lasse, wie es ist und eben keine Schritte zur Veränderung hingehe. Zacharias hat es am Anfang schon mal gesagt, der kleine Mönch ist ihm da, glaube ich, relativ ähnlich. So, er möchte gern die Ordnung, aber irgendwie dann doch Team Chaos und dann sind doch viele Gegenstände da, die mit Erinnerungen zusammenhängen, die man nicht so einfach wegwirft, von denen man sich irgendwie nicht so einfach trennt. Es ist ein sehr persönliches Buch. Was ist für dich, ich meine, wir sind hier in deinem Atelier, es ist hier in den vergangenen Wochen auch viel aufgeräumt worden. Was ist für dich so ein ganz persönlicher, spiritueller Aufräumtipp? Mein ganz persönlicher spiritueller Aufräumtipp ist eigentlich wirklich, was ich gerade schon gesagt habe. Also dieses Es tun, sagen, okay, wenn ich die Sehnsucht spüre, in mir spüre, dann auch sagen, okay, mir einen realistischen Plan machen, was ist jetzt dran, was kann ich jetzt schaffen, bewältigen. Vielleicht auch mal mir Hilfe holen oder mal Freunde fragen, hey, wie habt ihr denn das gemacht, wie ging das bei euch, oder könnt ihr mal mit drauf schauen oder helft ihr mir gerade mal einen Tag, dass Ordnung reinkommt, das kann man auch machen, glaube ich, aber es wirklich einfach tun und das richtige Maß, also mich nicht überfordern und meinen, ich muss jetzt morgen die perfekte Ordnung in meinem Leben haben. Also dieser Perfektheitsanspruch, den einfach lassen, also weil ich glaube, die perfekte Ordnung gibt es wahrscheinlich nicht, aber erste Schritte darauf hin gehen. Noch eine Frage, wie ist es mit Erinnerungsstücken? Da fällt es einem ja unfassbar schwer, sich zu trennen. Ja, das ist richtig. Und dann, glaube ich, ist es wichtig zu schauen, welche möchte ich unbedingt behalten. Also die sind mir so wertvoll und das behalte ich jetzt und das andere lasse ich. Oder wenn ich vielleicht mehrere Erinnerungsstücke habe, die mich vielleicht an das Gleiche erinnern oder ähnlich sagen, okay, welches ist jetzt das eine, was ich behalte, das andere kann ich auch abgeben. Ja? Und immer auch im Herzen zu wissen, die wichtigen Erinnerungen, die sind eigentlich im Herzen. Die sind da innen drin, die kann mir auch keiner mehr nehmen. Und dann mich auch einfach gelassen davon trennen und sagen, okay, das darf jetzt auch gehen. Spannend auf jeden Fall. Wer sich da in dieses Thema noch weiter vertiefen möchte und jetzt selber Lust hat, aufzuräumen, bei sich Ordnung zu machen, äußerlich wie innerlich, vor allem fürs Innerliche empfehle ich dieses Buch. Ja, in unserem Online-Shop. Ich verlinke es euch auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung, wo dieses Buch erhältlich ist. Und schon mal kleiner Teaser für morgen. Dieses Buch gibt es zu gewinnen. Morgen starten wir unser Gewinnspiel, was ihr dafür machen müsst. Oder ihr schaut einfach direkt auf unsere Online-Buchmesse auf unserer Website 4-türme-verlag.de. Danke, macht's gut. Tschüss, viel Spaß beim Aufräumen.